Und ja, beide werden durch die Zahlen hier geprägt. Also wir haben Microsoft ähm, Q4 geschlagen. Alles sehr, sehr positiv. Das ist der stärkste positive Katalysator, den ich heute finden konnte. Die Aktie erfüllt das Ganze auch schon Pre-Market. Gehen wir also hier mal in die Analyse rein. Also wir sehen hier starker Pre-Market-Verlauf, ja. Aktie direkt nach Börsenschluss angefangen, nach den News hier relativ stark zu handeln, mit einer Menge Volumen, also ungefähr 10x von dem, was normalerweise vorbörslich gehandelt wird. Und ja, jetzt ist die Aufgabe, hier die entscheidenden Level mal rauszufinden. Wir sehen ja, Türkis nutze ich ja für meine Pre-Market-Level. Das ist ganz klar das hoch hier und das, was wir hier neu gemacht haben. Also der Bereich 430 als runde Marke ist wichtig. Also gelb habe ich die runden Marken, die in den Preisbereichen für die Aktie mal wichtig sind. Hier haben wir einen Supportbereich über die 425, die wird wichtig sein. Haben wir aufgesetzt, sind wir erst nicht drüber gekommen. Und dann natürlich hier unten die absolute Grenze auf der 417,50, 416. Und dazwischen haben wir noch ein rundes Level auf der 24. Das kann auch ganz wichtig werden. Für die Aktie bin ich jetzt erstmal eingestellt für beide Seiten. Ja, mit dem Range-Gedanken 420 vielleicht eher long als hier oben, aber die Struktur kann sehr, sehr stark sein. Das kommt hier wahrscheinlich sehr, sehr stark auf die Öffnung an. Ähm, Tippe hier auf vielleicht nochmal einen Test von dem Level und dass wir dann da eine klare Bewegung sehen. Konzentriere mich in der Aktie eher so auf die Fünfer-Schritte. 20, 25, 30, 35, die werden wichtig sein, neben der Strukturzeichnung. Wir sehen aber, um der Vollständigkeit halber hier auch noch ein Level einzuzeichnen, dass wir hier auf jeden Fall noch einen Preis haben, der entscheidend sein kann, ja, mit denen, die wir hier vorbörslich gesehen haben. Aber aktuell konzentrieren wir uns hier oben auf den möglichen Ausbruch dieser Seitwärtsphase hier oben. Gehen wir in den vorbörslichen Verlauf, also im Moment Aktie stark. Wir schauen uns mal an, Lage zum VWAP. Ja, wir halten den aktuell. Vielleicht nochmal ein Test auf die 425. Das könnten mögliche Szenarien sein. Also es hängt jetzt viel davon ab, wo die Aktie öffnet. Mm, Es ist nicht ganz so eindeutig, dass ich sage, nur von da würde ich jetzt Long spielen. Aber ich sage jetzt mal, für die ersten Moves hier direkt zur Öffnung denke ich, so wie es aussieht, der VWAP hier in Kombination mit der 425 wird das wichtigste Level sein. Erst war ja nur das da, ne? Und dann sind wir über die 425 gegangen. Danach ist das entstanden. Also ist die 425 auf jeden Fall mal, wenn man es jetzt geordnet sieht, hier die entscheidende Preismarke. Klar, es ist insgesamt der gesamte Kasten, aber so kann man es eigentlich unterteilen. Dadurch, dass mir jetzt die Frage stelle, okay, wie kann ich jetzt hier frühmöglichst dabei sein? Wenn wir uns hier weiter aufhalten, um den VWAP 425, erstes Ziel 430 zum Hoch. Wenn es short geht, dann haben wir hier mindestens bis auf 420 Platz. Hier vielleicht ausscalen und dann denke ich, dass wir dann auch die Level vielleicht testen werden. Wenn es dann hier klar dreht, müssen wir, denke ich, hier auch, sage ich mal, flexibel sein für direkt auch für die Long-Richtung. Bin mal gespannt, wie klar es hier in eine Richtung geht. Aber sollten wir eröffnen, 425 entscheiden für beide Richtungen. Fällt die 425, dann können wir gucken, ob wir hier in dem Bereich oder hier in dem Bereich halt möglicherweise dann in den Long Trade reinkommen. Ja, was wir machen, wenn hier die 400, 417, 16 nicht hält, weiß ich noch nicht. Wollen wir die shorten? Müssen wir mal gucken, was dann, was dann passiert. Aber soweit ist es ja jetzt noch nicht. Gehen wir erstmal von dem nach wie vor doch bullischen Fall eher aus, so wie es momentan aussieht. Aber wie gesagt, ich denke, für die Richtungsentscheidung wird die 425 hier mal wichtig sein. So, Meta hat die 35 angetestet, klare Ablehnung auf dem Preisbereich. Wir haben auch noch was im Weg. Also im Moment rangen wir zwischen 25, 35 in der
Microsoft bin ich long gegangen auf der 35, habe jetzt vor der 440 schon raus das Geld. Also ich habe jetzt hier in der Microsoft schnell die Level nach oben angepasst. Das Ziel ist jetzt eigentlich, dass wir hier Richtung dieses Gaps laufen, ja, weil die Aktie marschiert jetzt doch relativ stark los. Das wäre 453 als Zielbereich. Guck mal, wie die jetzt hier losfeuert. Wow. Mein Durchschnittspreis ist 435,66. Nicht schlecht. Ja, versuche jetzt hier mal den Screen so einzurichten, dass ihr was sehen könnt. Ja, Microsoft 13,1%. So, also jetzt sieht man es. Also 435 war das Level. Habe dann auf dem Weg nach oben ordentlich was rausgenommen, weil die Aktie ist ja richtig explodiert nach oben. Und wie gesagt, das nächste Ziel ist jetzt hier, dass wir das Gap schließen. Wo steht die Microsoft? Ja, die kämpft um der 450. Hm. Der Trade ist ja durch, ich habe ja achten müssen. Wobei Nee, Microsoft ist ja auch gut.